Nachdem ich aber diese Entscheidung getroffen habe, aus diesem Job rauszugehen und einfach für mich einen neuen Weg zu finden, ist mir einfach aufgefallen, dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, mich neu zu entscheiden. Niemand anders für mich bestimmen kann, wenn ich ihn oder diejenige nicht bestimmen lasse. Es beinhaltet immer eine Entscheidung von mir, dass ich einen Teil meiner Verantwortung abgebe an jemand anders. Das Leben wird immer Aufgaben und Challenges irgendwie mit sich ziehen. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. So, sind wir wieder hier. So schnell geht das. So schnell geht das. Ja, wir hatten gestern einen schönen Abend, haben viel gesprochen und dabei hatten wir die Idee, eine Q&A-Session zu machen. Frage und Antwort. Ich bekomme sehr häufig immer wieder die gleichen Fragen gestellt. In den Coachings, auf Instagram, auch in der Community. Und wir haben gestern ja gemerkt, dass unser Weg, also vor allem dieser Weg der Veränderung, super viel Parallelen hat. Also ich habe das gestern auch, als ich dir zugehört habe im Podcast, dachte ich mal, es ist ja echt schon irgendwie verrückt, wie viel Antworten du gegeben hast, wo ich merke, okay, das ist bei mir eigentlich genauso gewesen. Ja. Also diese Schritte, ich war auch in meinem Business-Job, ich habe gemerkt, ich muss da irgendwie raus, bin dann irgendwie rausgegangen, ohne zu wissen, was wirklich los ist. Und vor allem, du hast gestern gesagt, auch so dein Bestreben ist halt irgendwie so diesen Platz so ein bisschen besser zu machen. Ja, du hast gestern Abend meinen ersten Podcast gehört und hast gemerkt, wow, also wir haben genau die gleichen Worte eigentlich benutzt. Ja, wirklich, es war spannend zu beobachten, dass es wirklich teilweise dieselbe Wortlaut war. Mhm. Ich dachte, okay, also ich habe ja schon mitbekommen, dass wir einen ähnlichen Vibe haben, aber da war nochmal zu spüren, dass wir auch einfach auf dem gleichen oder ähnlichen Weg sind. Absolut. Ja. Ja, und dann weil wir so einen ähnlichen Weg auch haben, habe ich gedacht, das ist eine schöne Idee. Ich nehme mal so die Fragen, die ich immer wieder bekomme, zu dem Thema Leben allgemein, Lebensbestimmung, Mission. Und wir beantworten die einfach mal zusammen und schauen einfach mal, was so auftaucht. Ich glaube, es ist einfach schön, nochmal deine Perspektive da auch reinzubekommen, wie du das siehst. Ja. Und die würden wir jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen und schauen mal, was sich da so zeigt, was uns so einfällt zu den Fragen. Ja, gerne. Okay. Ja, genau. Eine der häufigsten Fragen, die da ja auf jeden Fall gestellt wird, ist, wie sieht ein selbstbestimmtes Leben aus? Mhm. Das ist ja finde ich schon auch eine ganz große Frage, Selbstbestimmtheit. Was verstehe ich darunter? Ja. Magst du anfangen mit der Frage? Weil ich habe gestern so das Gefühl gehabt in deinem Podcast, du hast auch das Thema Freiheit für dich auch so mit. Deswegen lass dich mal anfangen mit der Frage. Ja, genau, Selbstbestimmtheit. Für mich ist tatsächlich, hat Selbstbestimmtheit viel damit zu tun, dass ich einfach auch immer wieder neu wählen kann. Weil ich hab das so gelernt von meinen Eltern zum Beispiel. In unserer Gesellschaft müssen wir eine Entscheidung treffen mit 16. Was willst du später mal werden? Und entscheiden dann diese große Frage für den Rest unseres Lebens. Und ich hatte ganz lange das Gefühl, ich habe mich jetzt dafür entschieden mit 16 und da geht kein Weg zurück in eine andere Richtung. Und nachdem ich aber diese Entscheidung getroffen habe, aus diesem Job rauszugehen und einfach für mich einen neuen Weg zu finden, ist mir einfach aufgefallen, dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, mich neu zu entscheiden. Und auch wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung getroffen habe, wo ich merke, oh, das ist nicht der Weg, dann ist es jederzeit möglich zu sagen, okay, dann probiere ich mal in die andere Richtung zu gehen oder in die Richtung zu gehen, um einfach wirklich meinen individuellen Weg zu finden, der nicht feststeht, nur weil ich sage, dass das jetzt der Weg ist. Das ist für mich eigentlich so das wichtigste Learning, dass ich jederzeit meine Meinung ändern kann und auch neue Erfahrungen machen kann, die mich dann auf den Weg führen, der sich einfach besser anfühlt, wo ich einfach merke, ja, das ist schon eher das, wo ich hin möchte. Mhm. Das hat für mich tatsächlich viel mit Selbstbestimmtheit zu tun. Wie würdest du sagen, komme ich in diese Umsetzung? Also wenn ich das jetzt, okay, das ist erstmal, was bedeutet das? Ich darf Entscheidungen treffen. Hast du noch einen Tipp für jemand? Einfach so, wie gehe ich jetzt in die Umsetzung ganz konkret? Als erstes erstmal wahrnehmen, was ist denn, was ich vielleicht nicht mehr möchte? Was möchte ich denn ändern? Ich
ich weiß nicht, möchte ich meinen Wohnort ändern, möchte ich meine Beziehung ändern, weil ich vielleicht in einer unglücklichen Beziehung bin, möchte ich die Beziehung verändern zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Ich glaube, das ist der erste Schritt, zu merken, okay, wo fühlt sich's denn unangenehm an oder blockiert an, um erstmal zu schauen, okay, da kann ich mal drauf schauen, an die Stellschraube kann ich gehen, um wirklich was im Leben zu verändern. Das ist so, glaube ich, erstmal der wichtigste Punkt, zu gucken, okay, wo habe ich denn was? Und dann vor allen Dingen auch vielleicht nicht sich zu sehr vom Außen beeinflussen lassen, sondern wirklich mal in sich selber reinfühlen, was ist denn für mich der richtige Weg? Weil ich auch ganz oft festgestellt habe in der Vergangenheit, dass andere Leute, andere Menschen, meine Eltern, meine Freunde mir ihre Perspektive sagen, was der richtige Weg ist, und die sprechen meiner Meinung nach immer nur von sich selbst in Wirklichkeit, wollen aber ganz oft mir diesen Weg aufdrücken, und das loszulassen. Auch die Erwartungshaltung loszulassen, gerade was die Eltern angeht. Da ist ganz oft ganz viel Druck von den Eltern, dass du den Weg gehst, den deine Eltern sich vorgestellt haben. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, meine Eltern glücklich zu machen oder generell jemand anderen glücklich zu machen, sondern meine Aufgabe ist, mich glücklich zu machen, mich an erste Stelle zu stellen und zu schauen, was tut mir gut, und dann kann ich auch ins Außen gehen. Dann kann ich auch besser mit meinen Freunden, mit meiner Familie kommunizieren, mit meinen Partnern kommunizieren. Ja, das ist so. Klingt ja super stimmig auch mit dem, wie es ich wahrnehme. Also ich finde, allein wenn man schon das Wort nimmt, ne, selbstbestimmt. Ja. Das heißt ja, also wenn ich kein selbstbestimmtes Leben führe, dann bestimmt jemand anders für mich. So ist es. Ja, irgendjemand. Sei es die Partnerin, sei es ein Umstand, vielleicht auch Beruf, irgendwas, wo ich drin bin, in einem System. Man kann auch in Vereinen sein, in Gruppierungen, was auch immer. Gesellschaftliche Normen und Prägungen, also irgendwie Geschichten, die von außen kommen. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass niemand anders für mich bestimmen kann, wenn ich ihn oder diejenige nicht bestimmen lasse. Also es beinhaltet immer eine Entscheidung von mir, dass ich einen Teil meiner Verantwortung abgib an jemand anders. Ja. Und also ich glaube, ich würde den gleichen Prozess raten, was du auch gesagt hast. So, der erste Schritt ist erstmal, okay, mal zu gucken, wirklich mal in die Stille zu gehen oder sich mal zu Hause hinzusetzen, Blatt Papier. Wie ist denn mein Leben? Wo gibt es Bereiche, wo ich nicht selbst entscheide? Und ich glaube, da findet wahrscheinlich fast jeder irgendwas. Es kann zum Beispiel auch die Arbeitsstelle sein oder der Chef oder eben die Partnerschaft oder Familie, die noch irgendwie, Papa, Mama sind immer noch aktiv im eigenen Leben. Und man schreibt es dann mal auf. Und der nächste Schritt wäre zu gucken, warum lasse ich andere Menschen entscheiden? Ja, das ist tatsächlich auch ein guter Punkt. Warum mache ich es nicht selbst? Ja. Warum mache ich nichts selbst? Und dann kann es, also aus meiner Erfahrung kann es dann einfach, entweder ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen, also es lief schon immer so, und ich kann das relativ einfach ändern, indem ich einfach sage, okay, das Ruder nehme ich wieder an mich, ich setze mich wieder ans Steuer von meinem Leben. Ja. Kann aber auch gut möglich sein, dass da so ein gewisser Konflikt dann auch auftaucht, weil jemand anders natürlich vielleicht auch ganz gern hier mitsteuert oder weil man Angst hat, auch den Bereich selbst zu übernehmen. Ist manchmal auch einfacher, andere steuern zu lassen. Und wenn man an dem Punkt ist, dass man merkt, da ist eine Angst, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, sich diese Angst anzuschauen. Ja, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Gerade was Ängste angeht, meine Erfahrung ist, mit Ängste zu überwinden, ist gefühlt die einzige Möglichkeit, sich der Angst wirklich zu stellen. Wirklich in die Angst reinzugehen. Ich kann noch so viel über meine Ängste reden, dass ich das, keine Ahnung, mit einer Spinne, ich sehe eine Spinne und gerade in Panik. Aber wenn man rational drauf schaut, ist es einfach nur ein kleines Insekt. Na, es ist jetzt, und ich bin einfach der Meinung, wenn ich mich dieser Angst stelle, näher rangehe, vielleicht nicht gleich mit einer Tarantel schmuse, aber vielleicht Stück für Stück einfach da reingehe, dann kann ich die Angst überwinden. Absolut. Und das ist einfach meiner Meinung nach der beste Weg, sich wirklich der Angst zu stellen, auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Ja, also ich glaube, das ist eine wichtige Etappe dabei. Was ich auch gemerkt habe, also entweder man kann die Angst eben selbst lösen oder man holt sich Hilfe. Also auch so was, man macht Breathwork oder man macht halt ein Coaching oder gibt es ja so viele Wege oder man konfrontiert sich mit der Geschichte nach und nach.
wenn die Angst gelöst ist und man einfach die Schritte übernimmt, dass man sein Leben wieder selbst bestimmt, was ich selbst auch gemerkt habe, da kommt ganz viel Power auch zurück. Es fühlt sich anders an, das fühlt sich ganz an. Also Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen, wenn man mal durch die Angst durch ist, ist einfach, ja, da kommt, glaube ich, auch dieses Gefühl von Freiheit wieder durch, weil man merkt, was du auch vorhin gesagt hast, also es ist halt jeden Tag eine Entscheidung und ich entscheide, was ich jetzt will. Und zum Schluss muss ich natürlich die Konsequenzen tragen dafür. Das muss ich immer, ja. Das muss man dann immer. Das ist so. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was vielleicht zur Vermeidung oft führt, Ja. weil es gerade, wenn man lange Zeit ein nicht selbstbestimmtes Leben geführt hat, viele Abhängigkeiten drin sind, wo man wirklich nicht drum rumkommt, die zu kappen. Ja. Ja, auf eine gewisse Art und Weise, das kann man ja auch harmonisch machen. Man muss ja dann keinen vom Kopf stellen, einfach zu sagen, okay, ich entscheide es für mich oder man sagt auch mal Nein und dann kommt natürlich eine gewisse Konsequenz zurück, dass vielleicht auch ein Konflikt entsteht. Und Ja, auch das, natürlich, klar. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das in der Phase auch auszuhalten, da auch durchzugehen, auch wenn es unangenehm ist, danach noch durchzugehen, weil auf der anderen Seite, wenn man da durchgegangen ist, wird es besser. Es fühlt sich besser an. Ja. Ja, gerade auch, dass, glaube ich, ganz oft dann Konflikte entstehen, wenn jemand anders sonst für dich entscheidet und plötzlich kann er das nicht mehr. Weil dann kann es unter Umständen sein, dass diese Person sich plötzlich mit sich auseinandersetzen muss. Und das ist, weil ganz oft kümmern sich Menschen um andere Menschen, weil sie sich selbst nicht um sich selber kümmern möchten. Und da können natürlich Konflikte entstehen mit dem Partner, mit dem Vater, mit der Mutter, wem auch immer, der da sonst für dich die Verantwortung übernimmt. Weil es natürlich erstmal sich was verändert. Und Veränderung tut vielleicht auch erstmal manchmal weh. Das ist einfach. Aber ich glaube, das ist einfach der beste Weg, wirklich auch in ein selbstbestimmtes Leben zu kommen. Wirklich einfach was zu verändern. Wenn ich nicht fühle, dass ich mich selbst bestimme, dann muss ich was ändern. Weil ansonsten bin ich auch immer abhängig vom Außen und das wird auf Dauer auch dafür sorgen, dass ich mich einfach nicht ganz und glücklich fühle. Das ist so mein Feeling auch dazu. Absolut. Also ich glaube insgesamt, wenn man auch das Gefühl hat, man will was Gutes fürs Kollektiv machen, für sich und die Welt, dann ist das ein wichtiger Schritt. Ja. Weil wenn jeder für sich Verantwortung übernimmt, für sein Leben und da auch, dann letztendlich ist es ja auch schon so der Weg in die eigene Bestimmung, die eigene Berufung. Man folgt seinem Weg, das, was von innen herauskommt. Passiert ganz viel Heilung im Kollektiv, weil wenn das jeder für sich macht, dann bringt jeder auch irgendwo sein Leben in Ordnung. Ja. Und toxische Abhängigkeiten, Beziehungen, die einen selbst ja auch nicht gut tun, die werden gekappt. Und wenn das mal weg ist, fühle ich mich nach und nach besser und damit bin ich eigentlich die bessere Person für mein gesamtes Umfeld. Auch für die Familie, auch für die Freunde, auch wenn das mal schmerzhaft ist, durch den Prozess durchzugehen. Also so nehme ich es wahr, wenn du danach mehr in deine Kraft kommst, da profitiert jeder davon. Das spürt das Außen ja auch. Er spürt das Außen. Das Außen spürt ja, ob du bei dir bist. Das Ja. ist einfach, das wird wahrgenommen. Und ich merke das auch bei mir in der Vergangenheit, dass wirklich dann auch Menschen im Außen das super wahrnehmen können, wie gut du bei dir bist. Und die Menschen fühlen sich davon auch angezogen, weil das meines Erachtens nach wirklich auch Stärke ausstrahlt. Und ich stelle halt auch fest, wenn ich so drüber nachdenke, dass sind so viele, draußen ist so viel los, so viel Kriege los und wir erwarten, dass zwei Länder sich miteinander vertragen und kriegen es nicht mal hin, uns mit unserer eigenen Familie im Frieden zu sein. Und da fängt es an. Es fängt halt im Kleinen an, meiner Meinung nach. Wirklich zu Hause anfangen, wo kann ich da erstmal an mir selber und an meinem Umfeld arbeiten und dann kann ich weiter rausgehen. Das ist so auch für mich so meine Wahrnehmung. Ja, es ist stark. Also man sieht schon das Thema nach selbstbestimmtes Leben. Es geht weit, wenn man das so mal aufdröselt, was das macht. Ist auf jeden Fall für jeden, der so merkt, er hat da noch Themen, kann ich da nur empfehlen, die Sachen anzugehen, zu analysieren, zu lösen und zu gucken, wie es danach ist. Man wird einen Unterschied merken. Ja, ganz sicher. Ja. Und vor allen Dingen auch
wenn man es selber nicht hinbekommt, einfach externe Hilfe sich suchen. Hilfe. Ob das Gesprächstherapie ist, ob das Breathwork ist, ob das Meditation ist, innere Arbeit ist. Es viele verschiedene Wege, aber halt sich auch wirklich zu trauen, auch um Hilfe zu bitten. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Viele haben, glaube ich, auch Angst, damit rauszugehen, dass sie es vielleicht selber nicht handeln können, was meiner Meinung nach nicht nötig ist. Ja, ich glaube, das ist auch bei unserem beiden Weg. Wir haben so viel Ja, Sessions für uns Ja. auch gebucht bei anderen Menschen, Ja, uns es- eingeloggt und da Sachen durchgegangen, weil allein kommt man halt doch an die Grenzen. Auch wenn man in dem Bereich jetzt tätig ist wie wir, ich komme immer wieder an meine Grenzen, wo ich merke, ich brauche jetzt Hilfe von außen und gehe dann halt vielleicht durch den Prozess. Man sagt nicht umsonst, die besten Therapeuten haben auch einen guten Therapeuten. Ja, den kann ich noch nicht, aber der stimmt. Ja. Aber Ja. es ist für jeden hilfreich, glaube ich, auch Aha. mal im Außen zu schauen, um einfach eine neutrale Meinung auch zu sehen. Ja. Weil wir, glaube ich, ganz oft unsere Blindspots gar nicht wahrnehmen. Ja. Wir sehen die gar nicht, weil sie halt im Schatten liegen. Wenn von außen eine neutrale Person da drauf schaut, Mhm. dann ist das schon sehr hilfreich, ja. Mhm. Cool. Ja. Ja, lass uns zur nächsten Frage kommen. Genau. Vorbereitet. Die nächste Frage, wie zum Thema Lebensfreude. Wie kann ich meine Lebensfreude wieder aktivieren? Das ist echt eine gute Frage. Ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, das war auch ein Thema für mich. Ich habe meine Lebensfreude nach und nach verloren. Und würde es rückblickend sagen, das ging wahrscheinlich schon in der Schule los. Ich glaube, bis zur 4. Klasse war die bei mir noch da. Diese Lebensfreude, die von innen kommt. Mit der 4. Klasse, da ist irgendwas passiert, vielleicht auch der Leistungsdruck und irgendwie bin ich nicht mehr so ganz mitgekommen. Da waren so verschiedene Sachen. Und dann bin ich mehr in den Modus gekommen, funktionieren. Und ich habe ich habe immer ein gutes Leben geführt und auch viel Spaß gehabt. Aber ich glaube, so die Lebensfreude, die ich gefühlt habe, für einen Großteil meines Lebens war sehr geprägt durchs Außen. Das heißt, ich habe mir auch irgendwie, ja, jetzt weiß man das ja, ne, diese Dopamin-Kicks geholt durch Sport, durch Feiern, durch Weggehen, durch Reisen. Also man sucht immer wieder im Außen was Neues. Und ich glaube, bevor ich dann mit dieser inneren Arbeit angefangen habe, da war mein System auch so voll, dass mich fast nichts mehr begeistert hat, fast nicht mehr gekickt. Da musste es echt knallen, dass ich mich noch gespürt habe. Und da war nicht mehr viel Lebensfreude da. So, also aus dem Inneren raus, wie ich es jetzt kenne. Ja. Und wiedergefunden habe ich sie tatsächlich durch den Blick nach innen. Also, wenn man die Lebensfreude nicht mehr fühlen kann, dann würde ich sagen, dann, wieso das Licht ist immer da, die Freude ist immer da, aber das ist wie eine Regenwolke dazwischen, irgendein Thema, was wir haben, vielleicht ein Trauma, eine Verletzung, ein Ärger, eine Lebenssituation, in der wir sind, die uns nicht mehr glücklich macht. Irgendwas ist da, was das verdeckt. Und man wird die Lebensfreude nicht im Außen finden. Das ist mein Take. Da kann man machen, was man will. Das ist immer nur ein kurzer Kick, neues Handy, neues Auto, schönes Haus, was auch immer. Das ist, sobald man es hat, ist es weg. Langanhaltende Lebensfreude ist was von innen herauskommt. Und mir hat Meditation geholfen. Meditation. Und dann letztendlich wirklich diese innere Traumaarbeit, diese ganzen Verletzungen anzuschauen, die Ängste, die man hat, auch mein Leben in die Richtung zu bringen, wo es mich dann eben auch glücklich macht. Also das ist schon auch so für mich so ein Thema, warum spiele ich dieses Thema, finde deine Mission, finde deine Bestimmung, weil sobald ich anfange, meine Bestimmung zu leben, das ist meine Erfahrung, sobald ich angefangen habe, den Weg zu gehen, dann merke ich schon auf einmal, kommt wieder so dieses Wow, diese Motivation von innen, diese Berührtheit im Herz, die ich auch jetzt spüren kann, wenn ich darüber spreche. Und das ist nicht unbedingt der leichteste Weg. Also für mich, die letzten Jahre, die waren nicht leichter, als in meinem Job zu bleiben. Aber jeden Tag merke ich, da kommt von innen heraus wieder so eine Freude. Das ist so was ganz Feines von innen heraus. So wie das so ein Lächeln aufs Gesicht bringt, weil ich weiß, das, was ich jetzt mache, ist genau das, was ich machen will. Und ich glaube, das würde ich jedem empfehlen, wenn die Lebensfreude fehlt, entweder mal zu gucken, was sind so Themen, die ich mit mir habe, wo habe ich Konflikte, Streit, Themen mit den Eltern nicht gelöst, mit Freunden da nach und nach aufzuräumen und an der nächsten Ebene auch mal zu gucken, führe ich denn das Leben, das mich glücklich macht? Weil
Ja. Das habe ich auch gemerkt. Innere Arbeit bringt dich nur bis zu dem Punkt, wenn du in einer Lebenssituation bist, die nicht gut für dich ist, dann wirst du dann nicht glücklich werden. Kann man noch so viel innere Arbeit machen, wenn man wahrscheinlich mit dem falschen Partner zusammen ist oder oder keine Ahnung, noch zu Hause wohnt und sich mit seinen Eltern nicht versteht, kann man wahrscheinlich so viel innere Arbeit machen, wie man möchte. Aber man wird irgendwann an den Punkt kommen, wo man wahrscheinlich wahrnimmt, was sich verändern muss. Und wenn du es nicht tust, wird es auch nicht besser. Würde ich so sagen. Ja, okay. Ich glaube, du hast in einem Gespräch auch gesagt, dass du zum Schluss in deiner Arbeit, du hast ja relativ wenig gearbeitet, ich glaube nur noch so 10 Stunden die Woche. Ja. Und du hast gemeint, es ging fast nicht mehr für dich. Nee, selbst die 10 Stunden waren zu viel. Also selbst 10 Stunden mit einer Sache, die mich überhaupt nicht weiterbringt, die mir keinen Spaß bringt, die keinen Nutzen hat für die Welt, selbst die 10 Stunden haben ausgereicht, um mich zu erschöpfen, dass ich mich erschöpft gefühlt habe. Und ich dachte mir so, ich kann doch nicht von 10 Stunden erschöpft sein. Das kann doch nicht sein. Weil ich sonst eigentlich gefühlt gut Power habe. Und da haben aber das sind 2 Stunden am Tag. Da hab dann morgens recht spät angefangen, so gegen 9 und war Mittag halt fertig. Und das war einfach ein Zeichen, wenn ich mich mit etwas beschäftige, was für mich kein Benefit hat, für mich und auch nicht für andere, dann erschöpfen mich selbst 2 Stunden am Tag. Und das ist krass, oder? Ja, Also, das wird man ja nicht denken, weil manchmal ist mir so, wenn man in dem Funktionieren-Modus ist, dann zweifelt man ja vielleicht auch an sich. Ja, man denkt, warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich nicht 2 Stunden durchzuhalten? Oder Ja. warum lenke ich mich immer wieder ab? Warum funktioniert es nicht? Aber ganz häufig ist es halt auch einfach so, weil man ist in einer falschen Lebenssituation. Du bist in einem Job, der nicht mehr gut für dich ist. Ja. Der dich nicht von innen begeistert. Und dann eigentlich so das System von außen, das Universum schiebt schon an, so Veränderung, aber man hält noch fest und dann kommt auch diese Erschöpfung. Das ist halt so das Gefühl, ne? Was ich auch so mir denke, dass die Seele dann gefühlt zum Körper spricht, so, hier auf mich will er nicht hören, zeig du mir was. Und dann kommen halt Krankheitserscheinungen, Ja. wie, ich weiß nicht, in meinem Fall Tinnitus, der mich wirklich fertig gemacht hat. Wo ich wirklich morgens aufgewacht bin mit diesem Geräusch im Ohr und nach kurzer Zeit völlig Overload war und ich mir dachte so, wenn ich damit mein Leben lang leben muss, ich glaube, dann stürze ich mich von der Brücke. Das ist krass. Das war mein Feeling. Also das war wirklich krass und das war so spannend, weil als ich zur Erstdiagnose zu meiner Ärztin ging, dann hat sie 2 Dinge gesagt, das fand ich ganz spannend. Vielleicht musst du deine Beziehung beenden oder deinen Job oder beides. Und ich fand die Aussage, ich war empört, wie kann sie denn sowas sagen? Und im Endeffekt war genau das die Lösung. Also in meinem Fall beides. In meinem Fall tatsächlich beides, ja. Ja, genau. Ich war in einer toxischen Beziehung, wo es einfach nicht funktioniert hat. Wir haben getan, was ging, aber es ging einfach nicht. Es hat einfach nicht gematcht. Und auf Arbeit habe ich einfach einen Job gemacht, der mich einfach nicht erfüllt. Mhm. Und ja, am Anfang war dann die Beziehung weg und dann hatte ich den Job noch. Und dann kam auch die Entscheidung, der Job ist auch nicht mehr das, was ich möchte. Mhm. Und danach kam das nie wieder. Mhm. Nie wieder dieses Pfeifen auf dem Ohr. Und zu mir haben die Ärzte gesagt, ich muss damit leben, für den Rest meines Lebens. Klar. Also, so. Wie würdest du sagen, jetzt einfach mal so kurz Level Lebensfreude, vorher, nachher? Merkst du diesen Effekt auch ganz spezifisch an der Lebensfreude? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das schon alleine das morgens Aufwachen ist ein ganz anderer Vibe. Auch zu merken, weil dann auch die Kraft in den Körper zurückkommt. Und Gesundheit, ich meine, das ist, seitdem ich klein bin, wird das immer mal so floskelmäßig gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Und das ist halt auch wirklich so. Es war so, morgens aufwachst und dich energetisch gut fühlst, ist das einfach so geil. Mhm. Und was halt für mich auch wichtig ist, die Tools zu kennen, die mir dazu verhelfen, vielleicht wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit zu spüren. Wenn ich zum Beispiel, weil ich wach auch nicht jeden Morgen auf mit himmelhoch jauchzend,
bei 100% Energie, sondern wenn es mal nicht so ist, habe ich halt Tools, die ich benutze, die einfach funktionieren. Einfach, sei es Meditation, sei es morgens auch Breathwork, um einfach meinen Körper zu aktivieren. Pranayama sind alles Dinge, wo ich wirklich für mich auch merke, das sind uralte Techniken und die funktionieren halt auch. Die bringen mich auch mehr zu mir selbst und vor allen Dingen auch nehme ich auch aus diesem Gedankenloop raus, viel in der Zukunft oder der Vergangenheit zu sein. Weil wirklich im jetzigen Moment zu sein, ist einfach nicht immer so einfach, aber diese Tools helfen einfach und dann ist auch die Leichtigkeit zu spüren, weil man dann wirklich wahrnimmt, wow, es ist ja alles in Ordnung. Ja, absolut. Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf. Das Thema haben wir dann, glaube ich, nochmal separat. Können wir tiefer einsteigen. Aber ich glaube, also weil du gesagt hast, ne, du benutzt die Methoden, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Genau, dann merkt man auch oft, was nicht stimmt. Ja. Na, also das ist ja, warum sind Ja. wir nicht im Hier und Jetzt? Weil ich habe das mal gemerkt, irgendwann war mir auch mit der klar, so, ich bin einfach zu vielen Gedanken und habe so eine Methode für mich gemacht, wo ich mich einfach ins Hier und Jetzt katapultiere. So beim Laufen in die Stadt einfach mal. Und eine einfache Übung dazu ist, kannst du deine Umgebung wahrnehmen übers Hören. Also hörst du die Vögel, hörst du die Geräusche, hörst du die Autos, hörst du die Menschen. Wenn du aktiv deine Umgebung hörst, dann bist du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Hier und Jetzt. Spannend. Okay, das habe ich noch gar nicht probiert. Muss man probieren. Okay. Funktioniert gut und das habe ich gemacht und ich bin dann in die Stadt gegangen, eine Dreiviertelstunde einfach und war nur im Hier und Jetzt. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie so langsam so eine Wut hochkommt und wie ich irgendwann zappelig werde und bin nach Hause gekommen und habe ich richtig gemerkt, wieso, und da hat mir so richtig ein Thema hochgeschoben, dass ich nicht fühlen wollte, weil ich nicht im Hier und Jetzt war. Also ich war immer in der Zukunft, Vergangenheit, immer weg. Und mit dem Zoomen aufs Hier und Jetzt war es dann auf einmal präsent. Spannend, okay. Ja. Also das kann natürlich auch passieren, wenn man so Methoden, dass dann was kommt. Und genau das bewirkt ja dann auch wieder diese Veränderung. Also ich glaube, zum Schluss kann man schon zusammenfassen, so Lebensfreude, wenn die verloren geht, dann auch da kann man vielleicht auch so das Wort wieder nehmen, Lebensfreude. Du freust dich nicht mehr an deinem Leben. Irgendwas ist im Leben falsch. Irgendwas passt nicht mehr. Irgendwo ist man falsch abgebogen. Und ich glaube, wenn man die richtigen Entscheidungen für sein Leben wieder trifft, dann kommt es auch wieder nach und nach. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ja. Und gerade diese gesellschaftlichen Prägungen, die wir haben, das ist schon nicht ohne. Auch hier in Deutschland, also wie wir aufwachsen. Vieles, was wir normal denken, was halt normal ist, ja, das ist halt ein gesellschaftliches Ding. Und das heißt halt noch lange nicht, für den einen funktioniert es besser, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die kommen mit vielen Sachen eigentlich nicht klar. Ja, das ist ganz sicher so. Also wenn man sich das gesellschaftlich mal anschaut, ich sag mal, von wem wir lernen, weil gefühlt ist es ja für mich so, dass ein menschliches Individuum lernt als Kind von seiner Umgebung. Und in dem Fall habe ich von meinen Eltern gelernt, von meinen Mom und von meinem Dad. Und die wiederum haben von ihren Eltern gelernt, die aber tatsächlich im Krieg waren. Das heißt, ich nehme das ja überall wahr, über Gefühle sprechen, Emotionen, das ist so ein Ding. Ne? Da tun sich viele schwer. Ich kann jetzt explizit erstmal nur für die Männerwelt sprechen, aber vielleicht auch die Frauenwelt. Weil natürlich, wenn wir das von niemandem lernen, woher sollen wir es denn haben? Und das ist natürlich auch immer die Möglichkeit, da auch einzutauchen. Und es ist nie zu spät, was Neues zu lernen, wenn man sich damit beschäftigt. Absolut. Ja, raus aus den Prägungen. Und nicht die Schuld bei meinen Eltern zu suchen, ja, meine Eltern haben mir das so beigebracht oder meine Eltern haben mir das und die sind das nicht beigebracht. Mag sein, aber selbst, da sind wir wieder beim Selbst, du hast vorhin Verantwortung gesagt, Verantwortung über mein eigenes Leben übernehmen und da ist es einfach nie zu spät, neue Erfahrungen zu machen, neue Dinge zu lernen und ja, man einfach rauskommt aus diesem alten Trott, die Verantwortung im Außen festzumachen. Absolut. Ja, ich kann auch jedem empfehlen, da einfach sowas wie, ich merke das in Familienaufstellungen, also genau das, was du gesagt hast, dieses Weitergeben von Themen, das kann man bei Familienaufstellungen gut sichtbar machen, aber allein schon, wenn man das sich bewusst macht, kann man da einen Cut machen und einfach sagen, okay, das ist die Vergangenheit, lass doch einfach ziehen und start neu durch. Genau, das immer wieder. Wir stecken oft in der Vergangenheit und schimpfen darüber, was in der Vergangenheit passiert ist, oder sind halt in der Zukunft, weil wir uns Gedanken machen, was eventuell passieren kann. Ja, voll. So, das ist halt, und
erfahrungsgemäß ist es ganz oft so, Dinge, die wir eventuell basieren dann doch nicht. Das ist dann doch ganz, ganz anders, als wir eigentlich dachten, wie es sein wird. Absolut. Und, Ja, einfach tun, Ja. machen. Ja. Cool, dann lass uns doch mal zur nächsten Frage kommen. Genau. Zur nächsten Frage. Da geht es um das Thema Leichtigkeit. Wie bekomme ich Leichtigkeit wieder in mein Leben? Mhm. Ähm, Würde ich dich jetzt einfach mal starten lassen? Du Ja. hast vorhin schon ein bisschen was erwähnt, was Rezepte sind für dich, um mehr Leichtigkeit zu spüren. Genau, quasi für sich einfach auch, für sich Dinge zu finden, die einem Spaß machen. Mhm. Vielleicht auch Hobbys, Dinge, wo ich merke, das macht mir Freude. Und vor allem, was für mich auch wichtig ist, zu gucken, okay, was hält mich denn von der Leichtigkeit ab? Mhm. Mal so reinzuschauen, was ist es denn, was mich davon abhält, mich leicht zu fühlen? Weil ich vielleicht so viel in der Vergangenheit rumstochere und Fehler bei meinen Family suche oder weil ich mir Gedanken mache, was in 5 Jahren ist und so weiter, Krankheiten. Weil natürlich, wenn ich mir das so anschaue, wenn man jetzt in die Medien schaut zum Beispiel, klar, da ist es manchmal gar nicht so einfach, Leichtigkeit zu verspüren, weil gefühlt der Tagesschau fühlt sich ja nur schwer an, was man da so guckt. Ja, und auch da vielleicht eine Veränderung einfach für sich zu entscheiden und sagen, okay, ich kann ja auch entscheiden, was konsumiere ich denn eigentlich? Mhm. Was ist mein Content, mit dem ich mich beschäftige? Und ob ich nun jeden Tag mir die Nachrichten oder die Bildzeitung reinziehe oder ob ich mich vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, Bücher lese, natürlich basiert da basiert einfach was, da basiert eine Veränderung. Und das habe ich tatsächlich für mich gemerkt. Ich habe mich lange aus den Medien rausgehalten. Und dann kam Corona, das werde ich nie vergessen, kam Corona und ich habe wieder angefangen, Nachrichten zu schauen. Mhm. Und ich glaube, nach einer Woche saß ich so zu Hause und dachte mir so, krass, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Mhm. Da wird das erzählt und ich habe meiner eigenen Intuition gar nicht mehr vertraut und habe tatsächlich auch plötzlich Ängste gespürt, Zukunftsängste, wie das weitergeht und dachte mir, ich lasse das jetzt wieder. Ich blende das erstmal wieder aus, weil ich gar nicht greifen kann, was da auf mich einprasselt. Weil das halt auch ganz häufig so ist, dass einfach haufenweise Informationen auf uns einprasseln und wir gar nicht mehr filtern können. Was ist denn eigentlich die Wahrheit? Was ist denn meine Wahrheit? Mhm. Und von daher ist es für mich wirklich Dinge zu finden, die sich für mich gut anfühlen und herauszukristallisieren, was bremst mich denn? Was fühlt sich nicht gut an? Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und jeden Tag mit meinen Eltern über was diskutiere, was am Vortag schon passiert ist. So quasi in diesen Loops, in denen wir Menschen ganz oft drinstecken, die natürlich einfach ermüdend sind. Jeden Tag wieder dasselbe, weil ich halt auch vielleicht selber meine Meinung und meinen Standpunkt gar nicht vertrete, weil ich vielleicht Angst habe, vom Außen dafür verurteilt zu werden. Das zwingt mich natürlich auch in einem Käfig, wo es sich irgendwann schwer anfühlt und nicht mehr leicht. Mhm. Absolut. Ja. Also du würdest schon sagen, also dieses Thema ein bisschen Hygiene auch betreiben, mit was ich mir reinziehe. Finde ich schön, ja. Hygiene so, betreiben, ja. Was ich mir auflade. Ich glaube, auch wieder, das ist ganz gut, manchmal ist es einfach das Wort, ne? Es fehlt Leichtigkeit. Das heißt, ich lade mir irgendwas auf. Das kam mir bei dir in den Sinn, als du das so erzählst, denke ich mal, okay, was passiert denn da, wenn ich so Medien konsumiere? Ja, ich lade mir vielleicht irgendwie eine Last auch auf, Sorgen, Ängste, die in meinem System sind und damit trage ich was mit mir herum, was ich jetzt erstmal nicht lösen kann, was mir nicht gut tut. Genau. Das Da geht es nicht um Ignorieren, meiner Meinung nach. Ne? Ich möchte die Nachrichten nicht ignorieren, aber es ist meiner Meinung nach nicht nötig, sich jeden Tag damit intensiv zu beschäftigen. Mit dem Krieg, der irgendwo basiert oder mit Hungersnöten. Es ist gut, da ein Auge drauf zu halten und auch vielleicht da seinen Teil zu beizutragen, in welcher Form auch immer. Ignoranz ist da natürlich nicht die richtige Lösung, aber halt auch wirklich auch auf einen gesunden Konsum zu achten. Ja, das ist wie viel davon kann ich vertragen? Genau. Und wenn ich was in meinem System lasse, was mache ich damit?
Also wenn ich dann einen Impuls verspüre und ich möchte was machen, zum Beispiel was spenden oder aktiv werden, dann einfach machen, aber nicht jeden Tag 8 Stunden das sich halt reinziehen. Das ist auf jeden Fall, das Ja, kann ja. nicht gesund sein. Das ist so ein guter Alltagstipp, weil das natürlich gängige Praxis ist. Ja. Über Radio, Zeitungen, Fernsehen, Social Media, Social Media. auch ein großes Thema. Ja, absolut. Ich finde also, das hast du vorhin auch schon angesprochen, was für mich so ein gutes Rezept ist, um in die Leichtigkeit zu kommen, ist der Freude folgen. Das ist auch was ich in meinen Coachings immer wieder, wenn Menschen nicht wissen, was soll ich denn machen? Ja, dann so ein gutes Rezept ist einfach, wo fühlst du Freude? Folg doch einfach der Freude in deinem Leben, weil ich glaube, damit ist man tatsächlich auf einem ganz guten Weg. So, das ist, wenn ich die Dinge mache, die mir Spaß machen, das hast du auch vorhin gesagt, mit Hobby, Handy macht auch viel Spaß. Handy macht am vielen, ja genau, vermeintlich Spaß. Vermeintlich Spaß. Ja, genau. Ja, deswegen kann es wahrscheinlich, aber Hobbys, einfach reinzufühlen, wo fühle ich Freude Ja. und die Dinge machen, da wird nach und nach auch Leichtigkeit frei. Und dann auch mal zu gucken, was belastet mich. Also es geht so ein bisschen auch in die Themen rein, was wir vorher schon besprochen haben. Es ist immer ein Anteil innerer Arbeit. Wo kommt denn die Schwere her? Aus meiner Erfahrung, allein wenn man sich diese Frage immer bewusst stellt, wenn ich mal in die Ruhe gehe, vielleicht noch ein Journal nehme, mache mir schön 1-2 Stunden, nehme ich mir für mehr Zeit und dann schreibe ich mir mal auf, wo habe ich Schwere in meinem Leben? Und dann schreibe ich mir nieder, was so kommt. Ja. Und glaube ich, beim Großteil der Menschen, also das erfahre ich in den Coachings, wenn ich die Frage stelle, kommt es dann schon. Dauert manchmal ein bisschen und dann, also wir wissen ja, was nicht stimmt. Manchmal wollen wir es nicht sehen oder so ein bisschen im unbewussten Bereich, aber sobald man anfängt, sich da wirklich mal den Raum aufzumachen, dann kommen gewisse Sachen. Und dann ist wieder das nächste dran, wenn mich das belastet, ist die Frage, kann ich es ändern? Manchmal kann man es vielleicht nicht ändern, wenn es vielleicht familiäre Sachen sind. Vielleicht hat man einen Pflegefall oder ist jemand krank oder man hat Verantwortung irgendwo. Aber ganz häufig kann man Sachen einfach erstmal sagen, okay, das probiere ich jetzt aus meinem Leben zu. Du sagst, ich mache eine gewisse Hygiene, die Sachen kommen jetzt mal raus, ich beschäftige mich damit Sachen, die mir Freude haben, dass es mehr in Balance geht. Ja. Und ich glaube, man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema hat, eine gewisse Verantwortung fühlt sich an wie Schwere. Das kann ich so sagen, als ein bisschen aus meiner früheren Tätigkeit auch, wie ich so langsam den Weg gegangen bin in eine Führungsposition, dass sich das am Anfang sehr schwer angefühlt hat, weil ein Thema noch nicht gelöst war. Und als ich das Thema in mir gelöst habe, konnte ich die gleiche Aufgabe wie zuvor machen, auch mit Leichtigkeit. Also vielleicht, was ich damit sagen will, ist so ein Rat auch nochmal, wenn man jetzt merkt, dass die Beziehung schwer ist oder der Job oder irgendwas. Ich würde es nicht gleich raten, alles gleich zu canceln und Schluss zu machen, so. Ja. Weil es kann natürlich auch sein, dass gerade da ein Wachstumsbereich drinsteckt, den man noch nicht gemeistert hat. Und wenn man das jetzt über Bord wirft, dann zieht man das wieder in sein Leben. Das heißt, das gleiche Thema kommt in der nächsten Beziehung, Ja. im nächsten Job. Das heißt, da ein bisschen achtsam zu sein. Und das ist vielleicht so auch für mich selbst immer noch wirklich eine schwere Frage. Wann gehe ich raus aus einem Bereich und wie lange bleibe ich drin? Ich glaube, wir haben uns auch schon drüber unterhalten jetzt vor kurzem. Du hast gesagt, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Du meintest, wenn die Freude, also wenn die Freude überwiegend nicht mehr da ist. Ja. Oder du kannst nochmal so in der Richtung was. Das ist so gefühlt mein Indikator. Wann gehe ich aus einer Situation raus? Wann ist es zu viel mit Menschen oder mit Situationen, mit Jobs? Also gefühlt wirklich dann, wenn es sich überwiegend schwer anfühlt. Weil, dass es sich mal schwer anfühlt, das wird niemals weggehen. Also wir reden jetzt hier nicht, wenn wir über Leichtigkeit reden, darüber, dass es sich immer leicht anfühlt. Das Leben wird immer Aufgaben und Challenges irgendwie mit sich ziehen. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Voll. Na, das ist so. Und wenn ich halt merke, dass es sich überwiegend schwer anfühlt, ja, ich meine, was soll denn sonst die Lösung sein? Ja, man versucht dann natürlich dran zu arbeiten, aber wenn man merkt, es ist einfach, es verändert sich nichts, dann wird es vielleicht auch Zeit zu gehen. Ja, kann man sich mal fragen, Zeit, einen Cut zu machen. Warum tue ich mir das an? Ja.
Warum bin ich so lange in einem Job, wo mein Chef mir jeden Tag ein schlechtes Gefühl gibt, meine Kollegen, mit denen verstehe ich mich nicht. Vielleicht ist es dann einfach nicht das Umfeld, in dem ich mich weiterhin aufhalten sollte. Ja. Und dann ist es Zeit, einen Cut zu machen. Und das ist eine schwere Entscheidung. Aber da kann man ja mal drauf schauen, wie fühlt es sich denn danach an? Wenn man sich wirklich, weil das war meine Erfahrung, als ich meinen Job gekündigt habe, also völligst aus dem Moment heraus und habe mich danach mal reingefühlt, wie fühlt sich das an? Ich denke mir so, wow, geil. Fühlt sich richtig gut an. Und da kommt mir direkt eine Erinnerung, so hatte dann auch einen neuen Mercedes als Firmenwagen und den Job gekündigt habe, natürlich auch den Firmenwagen abgeben und habe mir dann einen alten Mercedes-Camper geholt. Ich werde das nie vergessen. Ich habe den gekauft und bin nach Hause gefahren auf der Autobahn mit 90 hinter einem LKW. Und an mir fährt ein neuer Mercedes vorbei. Und ich schaue so auf den neuen Mercedes und habe mich mal reingeführt. Wie ist es denn jetzt? Jetzt fahre ich hier mit so einem wirklichen alten Auto mit 90 hinter einem LKW her, ganz chillig. War das eine gute Entscheidung, das zu machen? Und in demselben Moment hatte ich so ein Lächeln auf dem Gesicht und dachte mir so, ja, das war so ein super schöner Moment, wo ich einfach festgestellt habe, das war die richtige Entscheidung. Das fühlt sich richtig gut an. Jetzt hier, ja, ich brauche länger und es ist auch nicht mehr so viel Luxus da, ne, mit Klimaanlage und diesen ganzen Stuff, aber es fühlt sich einfach viel schöner an. Ja, leicht an. Immer noch Mercedes. Immer noch Mercedes, ja, ja, genau. Und ja, das ist so, war einfach ein toller Moment, das auch für sich wahrzunehmen, weil es natürlich auch wichtig ist, wirklich, wenn man was verändert, auch mal reinzuspüren. Wie fühlt es sich denn jetzt an, um auch wirklich mal wahrzunehmen, dass sich was verändert hat? Ja. Und unbezahlbarer Moment, wirklich. Ja. Also das glaube ich, das sind genau die Momente, wo man jetzt so ein Check-in macht. Ja, genau. Ich glaube, so ein Punkt, der mir gerade noch kam, den ich super wichtig finde, ist, dass Leichtigkeit nicht kommt, wenn man sich weniger anstrengt. Das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss oft so, ne, dass man Dingen aus dem Weg geht. Ich finde zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht und man will Muskeln aufbauen, dann ist es anstrengend und es tut vielleicht auch mal weh und trotzdem geht man häufig dann aus dem Fitnessstudio raus oder kommt vom Sport und hat mehr Energie als davor. Und das ist, glaube ich, schon wichtig auch, dass Leichtigkeit bedeutet eben nicht, dass ich mich nicht anstrenge. Also ich merke bei mir, mein Leben fühlt sich insgesamt leichter an, obwohl ich gleichzeitig mich mehr anstrengen muss als früher. Ich habe mehr zu tun, ich bin mehr gefordert, es ist mehr Wachstum. Aber trotzdem fühlt sich mein Leben insgesamt leichter an, weil ich halt genau das mache, was ich machen will. Und das, glaube ich, kommt halt auch dazu, also was du vorhin gesagt hast, mit den 10 Stunden Arbeit, die mich erschöpfen. Im Umkehrschluss, wenn ich das Richtige mache, dann hat man auch die Energie, was zu machen und man kann sich super leicht und super happy fühlen, obwohl man vielleicht den ganzen Tag was gemacht hat und gearbeitet hat und aktiv war, wenn es die Sachen sind, die mit der inneren Welt korrespondieren. Ja, dann fühlt es sich ja gefühlt auch nicht wie Arbeit an. Genau. Ja, das Wort Arbeit ist so, das resoniert mit mir gar nicht so richtig, weil Arbeit ist so ein schweres Wort, sondern dann fühlt es sich wie einfach eine Sache an, die wirklich Spaß macht. Ja. Ich sage immer, was tun. Mir macht es Spaß, was zu tun. Ja. Jetzt nicht so, ich benutze das Wort Arbeit nicht mehr so, sondern ich tue einfach gern Dinge. Ja. Und dann klar, arbeite ich auch viel oder ich renoviere irgendwas oder es ist auch anstrengend, aber es ist einfach so, mir macht es Spaß, Dinge zu tun. Ja. Und, ja, also ich glaube, also da bin ich voll deiner Meinung, weil wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jemand jetzt den ganzen Tag, es gibt ja auch dieses klassische Burnout, kennen wir ja alle, dass alle überarbeitet sind, aber es gibt ja auch das Pendant dazu. Wenn jemand auf Arbeit überhaupt nicht gefordert ist und einfach nur rumhängt, dann fühlt er sich auch nicht leicht. Dann fühlt er sich auch so, mache ich eigentlich. Fühlt sich auch schwer an. Also, ja, genau. Also nichts tun kann super schwer sein. Das kann sich halt auch schwer anfühlen. Ja. Also da gibt es tatsächlich viele Perspektiven,
was sich schwer anfühlt. Das kann sich schwer anfühlen, wenn ich einen Job mache, 10 Stunden am Tag mache, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Und dann mache ich aber 10 Stunden was so richtig, wo ich mir richtig denke, geil. Und nach den 10 Stunden denke ich mir so, nice. War ein richtig geiler Tag. Wenn ich natürlich aber 10 Stunden auf einer Arbeit rumhänge und dort überhaupt nichts zu tun habe, komme ich wahrscheinlich auch nach Hause und bin völlig erschöpft, obwohl ich den ganzen Tag nichts gemacht habe. Ja, ich glaube zum Schluss, Thema Leichtigkeit ist einfach Ballast abwerfen. Ja. Ne? Also irgendwas drückt, irgendwas trägt man mit sich. Ja. Ist die Frage, ist es wirklich meins? Da kann ich es vielleicht auch ablegen. Ja, voll. Was haben wir noch auf der Liste? Ja, ein guter Punkt. Wir haben noch einen guten Punkt auf der Liste. Und zwar, wie kann man ein erfülltes Leben leben? Das geht tief. Ja. Also, ich würde mal anfangen. Also wenn ich jetzt Erfüllung, das war ein großes Thema für mich, als ich meinen Job gekündigt habe. Im Prinzip war ja alles gut, aber irgendwie auch nicht. Und ich glaube, so mein aktueller Schluss dabei ist, dass wenn ich die Dinge lebe, die ich aus der Seele tun will, dann fühle ich eine tiefe Erfüllung in meinem Leben. Das, was ich erkannt habe, also wenn man anfängt, die Bestimmung zu leben, wenn man wirklich das lebt, was man aus dem Inneren leben will. Und das Interessante ist, das kann halt wirklich alles sein. Also das hat nichts damit zu tun, einen tollen Job zu haben oder irgendwo Karriere zu machen, sondern es kann halt sein, ganz im Gegenteil, es kann sein, dass es ein Downgrading wird, dass ich vielleicht irgendwo schon mich hochgearbeitet habe und ich möchte eigentlich möchte ich Schreiner sein. Eigentlich möchte ich Handwerker sein. Oder ich möchte einfach Familie gründen. Ich möchte einfach ein guter Papa sein. Ich möchte Mutter sein. Dass man wirklich nach innen hört, was ist da in mir, was nicht erfüllt, das ist wieder, nicht erfüllt ist. Ja. Irgendwas ist noch nicht erfüllt und genau das fühlt man. Das, was fehlt. Ja. So, und ich glaube, in dem Bereich würde ich das mal als ganz übergeordnet mal einordnen. Wenn ich mich im Leben nicht erfüllt fühle, dann bedeutet es wirklich, dass da noch was noch nicht ausgefüllt ist. Da ist ein Bereich in mir wie ein Container, den habe ich noch nicht gefüllt mit irgendwas. Den habe ich noch mit Erfahrungen nicht gefüllt. Das habe ich noch nicht gelebt. Ich habe es noch nicht getan. Ich setze es noch nicht um. Ja. Und mein Gefühl zeigt mir, dass da halt was nicht stimmt. Also eigentlich eine gute Sache, wenn man es schon mal wahrnehmen kann, dass man nicht erfüllt ist. Ja, dass man für sich auch vor allem selbst sich fragt, was ist denn Fülle eigentlich? Weil wenn ich so drüber nachdenke, so als Kind wurde mir beigebracht, Fülle ist, wenn du alles kaufen kannst, was du willst. Das hat für mich nichts mit Fülle zu tun. Nee. Weil ich das aus meiner Vergangenheit kenne, dass ich versucht habe, Erfüllung zu fühlen, indem ich mir neue Dinge kaufe, neue Sachen kaufe, neue Elektronik kaufe, noch ein neues Fahrrad und hoffe, dass ich mich dann erfüllt fühle. Und das hat immer dazu geführt, dass es kurzweilig hat sich das so angefühlt, jetzt ist es da und Momente später, Stunden später, Tage später, spätestens eine Woche später, dann hat das neue Fahrrad gar keine Rolle mehr gespielt, weil ich es nur versucht habe, damit etwas zu füllen, was ich nicht mit Gütern füllen kann, sondern wirklich auch mit Gefühl füllen kann. Was will ich wirklich in mein Leben einladen? Was fehlt mir? Ich glaube, mit dem Weg ist es eigentlich ganz gut. Idealerweise zieht man das relativ lang nach außen, dass man zumindest diese Vorfreude lang genießen kann. Weil die ist ja meistens noch intensiver, als wenn man es dann irgendwann mal final hat. Ja, genau. So. Ach, guck mal, das Fahrrad, das kommt erst in 4 Wochen. Ich freue mich 4 Wochen lang auf das Fahrrad. Genau. Dann kann man das Modell ein bisschen in die Länge ziehen. Das ist tatsächlich so, ja.
Also das hat tatsächlich nicht gut funktioniert. Und hat auch tatsächlich lange gedauert, um es zu verstehen. Weil dann die Taktfrequenz einfach hochgeht. Am Anfang brauchte man vielleicht, keine Ahnung, einmal alle paar Monate was Neues, was einem Fülle suggeriert. Und dann alle 3 Wochen, alle 2 Wochen. Und dann irgendwann ist es ja auch nicht mehr machbar. Ich glaube, die Spirale, die schraubt sich auch nach oben Ja. mit der beruflichen Tätigkeit, weil man denkt dann irgendwann, okay, ich muss jetzt die nächste Ebene erreichen, dass ich mehr Geld habe und dann kann ich mir wieder was Besseres kaufen, zum Beispiel eine Wohnung. Dann werden die Sachen halt größer. Ne? Dann werden die Sachen größer, Am genau. Anfang war es halt nur vielleicht, bei mir war es ein VW-Bus, als ich das Arbeiten angefangen habe und dann überlegst du das nächstgrößere. Aber zum Schluss ist es ja immer das gleiche Game, das du bedienst. Ja. So. Und das ist trickreich, weil klar, dann kommen dann auch diese Sachen aus der Gesellschaft. Also zum Beispiel, man kommt in ein gewisses Alter und dann denkt man, Wohnung ist nicht mehr so, jetzt bräuchte ich eigentlich schon ein Haus. Und dann hat man wieder diese lange Vorfreude, das ist natürlich ein langes Projekt und dann gehen vielleicht Jahre ins Land, dann hat man das Haus und dann ist wieder so vor. Das ist halt tatsächlich auch ganz oft, was ich so wahrnehme, dass man setzt sich ein Ziel, in dem Fall zum Beispiel das Haus. Und dann erreicht man das Ziel und stellt plötzlich fest, jetzt fühlt sich nicht nach Fülle an. Sondern da habe ich beobachtet, dass der Weg dahin zum Ziel eigentlich das ist, was Spaß macht. Und dann weil ganz oft halt das Ziel erreicht, auch bei mir im Job, ein Ziel erreicht, dann habe ich das Ziel erreicht und setze mir das nächste Ziel. Und ackere wieder auf das nächste Ziel los, nur um das Ziel zu erreichen. Und das hat sich auf jeden Fall auch nicht gut angefühlt. Also vor allen Dingen dann, wenn das Ziel dann erreicht wurde, war es einfach so, ja, schön. Okay, wie komme ich jetzt zur Erfüllung? Was würdest du sagen? Wie durchbreche ich dieses Game oder welchen Modus muss ich einschlagen, dass ich meiner Meinung nach etwas zu finden, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, eine Tätigkeit, dass du schaust, okay, was macht mir Spaß und das zu deiner Berufung machst. Als Beispiel, du malst gern. Ja, und dann kannst du da ja tiefer eintauchen und kannst auch zum Beispiel anderen Leuten das Malen zeigen, oder kannst da verschiedene Wege für dich finden, weil wenn ich so drüber nachdenke, wie es jetzt ist, jetzt mache ich etwas, habe was gefunden, was meine Arbeit, mein Job ist, nennen wir es, wie wir wollen, und ich denke mir, das will ich einfach mein Leben lang machen. Da habe ich kein Ziel. Da habe ich jetzt nicht das Ziel, ich will in dem Job im Jahr 1 Million verdienen. Dann habe ich das geschafft und dann mache ich das nicht mehr. Sondern es ist einfach, das zu machen, ist schon das Ziel. Das ist das schon, was sich gut anfühlt. Und da ist es wirklich, wie du schon sagst, ich finde das Wort Bestimmung nice, seine eigene Bestimmung zu finden. Warum sind wir eigentlich hier auf dieser Welt? Ist das hier nur ein kurzer Auftritt? Oder ist es was Größeres? Ist es wirklich, sich zu finden, vielleicht sich zu erinnern, warum sind wir auf diesem Planeten? Warum haben wir diese menschliche Experience? Und gefühlt ist so, was so mein Feeling ist, dass jeder auch besondere Fähigkeiten hat. Und die gilt es herauszufinden für sich selbst. Über die Erfahrung. Das heißt, weil ich nehme das bei mir wahr, ich habe das ganz oft im Außen, höre ich von ganz vielen Menschen, ja, du probierst ständig neue Dinge und musst du mal das finden, was es ist. Ich denke so, ja, so funktioniert es für mich nun mal. Ich muss verschiedene Dinge ausprobieren, um zu gucken, ob das mein Ding ist. Weil es für mich keinen Sinn macht. Als Beispiel, ich habe mir vor 3 Jahren eine Handpan gekauft, weil ich einfach dachte so, Handpan, die Musik ist so nice, es ist so meditativ. Und dann habe ich mir das Instrument gekauft und gespielt und habe festgestellt, dass das Spielen macht mir keinen Spaß. Ich dachte mir so, es wäre so schön, das so schön spielen zu können, und habe dann aber für mich auch recht schnell festgestellt, dass ich die Freude dabei nicht habe.
Und am Anfang war noch so, jetzt habe ich mir das teure Instrument gekauft, jetzt muss ich es auch spielen. Nee. Sondern habe es dann einfach sein gelassen und habe jetzt zum Beispiel ein neues Instrument für mich gefunden, in dem ich jetzt Harmonium spiele. Habe mir ein Harmonium gekauft, auch mit dem Risiko, dass ich vielleicht merke, das ist es nicht. Und der Unterschied aber zum Instrument zuvor ist, dass nur allein das Üben, nur allein das Spielen mir Freude bereitet. Und nicht das Ziel, das Instrument perfekt spielen zu können. Also ich glaube, das ist ja eigentlich, was man wirklich zusammenfassen kann, das ist der Unterschied zuvor. Zuvor ist so, ich arbeite auf ein Ziel hin und ich probiere irgendwie die Erfüllung zu erreichen, wenn das Ziel erreicht ist, indem ich mich auf was in der Zukunft projiziere. Währenddessen, wenn ich aber was mache, was mir wirklich Spaß macht, ich im Hier und Jetzt bin und das einfach machen würde, völlig ohne Ziel, dann erfüllt mich das. Weil dann bin ich ja auch im Prinzip, dann sind wir wieder beim Punkt, ich bin im Hier und Jetzt, mir macht die Tätigkeit, das Tun an und für sich Spaß. Ja. Und damit habe ich eine Erfüllung, die natürlich, wenn mir das wirklich Spaß macht, dann mache ich das ja einfach deswegen. Ich mache das ja nicht, um zum Beispiel Geld zu verdienen oder was zu erreichen, sondern ich mache es halt einfach, weil ich es machen will. Korrekt. Und wenn es mir keinen Spaß macht, sagst du auch, dann ende ich das halt wieder. Dann schmeiße ich das über Bord und hole ich mir was Neues, was mir Spaß macht. Ja. Also da drin stecken zu bleiben mit etwas, nur weil ich die Entscheidung getroffen habe, das hat man vorher eine Entscheidung treffen. Nur weil ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dieses Instrument spielen zu wollen, jetzt nehmen wir das Instrument mal als Beispiel, heißt das nicht, dass ich das fürs Rest meines Lebens machen muss. Sondern ich kann auch instant, nachdem ich wirklich merke, okay, es macht mir einfach keinen Spaß. Es wäre schön, ich mag den Sound, aber es macht mir keinen Spaß zu spielen. Dann let it go. Macht doch keinen Sinn. Weil dann wäre ich da ja niemals Erfüllung drin finden, wenn es sich für mich immer auch schwer anfühlt, zu üben. Dann ist es für mich, das kann nicht der richtige Weg sein. Dann ist das nicht mein Ding. Absolut. Dann höre ich mir lieber schöne Musik von dem Instrument an, ist okay, aber dann bin ich halt nicht derjenige, der spielt. Und das ist auch okay. Ja. Also wieder das Gleiche, was du zuvor gesagt hast. Es ist okay, eine gewisse Anstrengung zu haben, aber wenn das halt bleibt und man ist frustriert und es geht nicht, dann ist es vielleicht einfach nicht das Richtige. Ich habe es wirklich probiert, weil ich wirklich den Willen hatte, aber habe einfach gemerkt, ist nicht deins. Das ist nicht mein Ding. Ja. Und das Interessante daran ist, nur dann, wenn ich das loslasse, kann ich auch was Neues einladen, indem ich mich einem neuen Instrument widme. Und wir reden ja jetzt hier in dem Fall jetzt über Instrumente, das können aber auch ganz andere Dinge sein. Sportliche Aktivitäten oder vielleicht auch Dinge, mit denen ich beruflich mich nach vorne bringen möchte. Einfach Dinge auszuprobieren und zu gucken, was mache ich denn wirklich mit Freude und Spaß dabei. Ja. Ich habe tatsächlich, wenn ich mit Menschen arbeite, das Erste, was ich meistens mache in so einem Coaching oder hinzubekommen, ist, lass die Leute ein Vision Board machen. Also ein Visionsboard vom eigenen Leben. Ja. Und ich nehme dazu so als Anhaltspunkt 4 Säulen. Das eine ist Geld, Finanzen, der Beruf, Familie und Freunde und Gesundheit. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn die 4 Säulen ausgeglichen vorhanden sind, dann fühlt sich mein Leben sehr wahrscheinlich schon mal ganz gut an. Wenn aber eine der Säulen nicht vorhanden ist, dann kann es sein, dass die anderen 3 Säulen nicht mehr funktionieren. Also Gesundheit fällt weg. Kann man sich, klar. Ja. Ich habe Gesundheit, Freunde, Beruf, aber verdiene kein Geld, ist schwierig bei uns. Ich habe Erfolg, bin gesund, habe Geld, aber keine Freunde, Familie. Also man kann das durchspielen. Wenn die im Balance sind, dann habe ich schon mal eine gute Chance, dass mein Leben, dass es halt sich erfüllt anfühlt. Und das Wichtigste, was ich dabei mache, jetzt kann ich natürlich alles auf so einem Vision Board machen, aber ich benutze dazu auch mal das Gefühl. Also wie fühlt es sich an, wenn du das Bild anschaust? Kommt da Freude? Und das muss ich halt, wenn du so ein Bild erstellt hast von deinem Leben und du schaffst es an, dann sollte es jetzt wirklich so, wow. Idealerweise noch, wenn das Realität wird, ist es noch viel, viel besser, als was ich mir vorstellen kann. Spannend. Habe ich nämlich tatsächlich selbst noch nicht gemacht. Ich habe es natürlich immer im Freundeskreis, auch bei meiner Partnerin gesehen, dass Vision Boards erstellt werden, habe es aber noch nie gemacht. Und jetzt, wenn du es gerade so beschreibst, habe ich kurz drüber nachgedacht, ich glaube, ich würde es gerne mal machen, einfach weil du sagst, wie fühlt es sich an, da drauf zu schauen. Auch, was da direkt bei mir hochkommt, ist Klarheit. Klarheit über diese 4 Punkte. Klar zu sein, was will ich denn eigentlich?
was will ich denn eigentlich im Leben mit in diesen 4 Säulen? Freunde, Familie, Finanzen. Was war der 4. Punkt? Gesundheit? Gesundheit. Und was möchte ich auch dafür machen? Das Ding ist, dass zum Beispiel Gesundheit, den vergessen viele beim Vision Board. Und was ja passiert, dass, wenn ich so ein Vision Board mir baue und ich arbeite mit, dann fokussiere ich mich ja auf das, was ich haben will. Also ich nutze da auch meine Manifestationskraft, wenn ich da jetzt reingehe mit Manifestation. Aber natürlich triggert es ja auch, über was ich spreche und letztendlich auch, was ich tue. Also das passiert ja nicht, indem ich nur das Bild aufhänge, sondern also in den Coachings leite ich dann davon halt auch wieder die nächsten Ziele irgendwo ab. Also schon auch Tätigkeiten, die ich jetzt umsetzen muss. Das passiert nicht von allein. Und wenn ich zum Beispiel die Gesundheit rauslasse, dann kann es jetzt sein, ich vergesse ich so ein bisschen und irgendwann geht mir die Puste aus. Ja. So, und deswegen ist es auch wichtig, da eine Balance drin zu haben, dass ich gucke, was tue ich denn aktiv für meine Gesundheit? Was tue ich aktiv für meine Partnerschaft? Was tue ich aktiv für meine Finanzen? Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, malen, das ist halt das, was mich wirklich erfüllt. Dann muss ich halt irgendwie gucken, wie kriege ich diesen Block irgendwie geregelt, dass ich Zeit und Raum zum Malen habe, solange mich das vielleicht noch nicht finanziell trägt. Ja. Oder vielleicht sind es auch 2 unterschiedliche Dinge. Das eine ist da für mein Geld, das mache ich 3 Tage die Woche zum Beispiel, damit verdiene ich mein Geld, und 2 Tage male ich. Ja. Und damit kann ich so ein Modell basteln, ein Lebensmodell. Ich sage, hey, das ist cool, so gefällt es mir. Ja, spannend. Ja, gerade bei Gesundheit, ne? Also Riesenthema. Also Riesenthema. Ja. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich wirklich mal im Bett liege und jetzt gar nicht schwer krank bin, sondern halt eine Erkältung habe oder einen Virus habe. Männerschnupfen. Die klassische Männergrippe, die unterschätzt wird. Wie es sich anfühlt. Und da ist das Einzige, was ich in dem Moment haben will, ist nicht ein neues Auto, mehr Geld, ein dickeres Bankkonto. In dem Moment ist nur ein einziger Punkt wichtig, und zwar, ich wäre so schön, wenn es mir wieder gut geht. Mhm. Und wie du schon sagst, ich glaube, Gesundheit wird ganz oft vergessen. Nicht nur im Vision Board, sondern auch generell. Mhm. Und gerade auch, weil wir über Schwere gesprochen haben und so weiter, weil das macht Menschen halt auch krank. Mhm. Ja, es ist halt einfach... Absolut. Ja, das sind viele, viele Faktoren, die zum Schluss Krankheiten erzeugen. Ja. Ich bin in meine Persönlichkeitsentwicklung eigentlich oder in die innere Arbeit eingestiegen über körperliche Probleme, körperliche Symptome. Ich hatte ganz viel Allergien, ich hatte Rückenschmerzen, ich hatte keine Energie mehr. Ich wollte aber im Sport besser werden, ich wollte mehr klettern, ich wollte besser klettern, ich bin nicht mehr weitergekommen. Und irgendwann war ich bei einer Dame wegen einer Allergiebehandlung, die sagte dann zu mir, ja, das ist ein emotionales Thema, was du hast. Und dann, wollte ich so ein bisschen grumpy, emotional. Und dann habe ich gesagt, okay, mach doch mal. Dann probieren wir das einfach mal aus. Und ja, und dann habe ich innere Themen gelöst und ich habe gemerkt, okay, der Körper wird freier und also das Gesundheitsthema, also meine Gesundheit hat unter meinem Lebensmodell, unter meinem Rhythmus schon gelitten. Und es war tatsächlich so, erst die Veränderung in meinem Leben hat dann auch bewirkt, dass ich mich halt insgesamt auch wieder besser fühle. Ja, also ich glaube, das merke ich immer wieder, das Thema, finde deine Bestimmung, lebe deine Mission, also auch diesen Weg zur Bestimmung zu leben, das ist halt essentiell. Ich würde es fast mal so hart aussagen, man braucht sie nicht einreden, dass ich ein glücklich, leichtes, selbstbestimmtes, super zufriedenes Leben lebe, wenn ich mir nicht angucke, was meine Bestimmung ist. Ja. Also würde ich jetzt mittlerweile so aus Ja. meiner Erfahrung. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, so, das ist ja, dass wir sind hier, ich fühle und ich glaube daran, wir sind eine Seele, die hier in diesem Körper ist. Da bin ich überzeugt von. Und wir sind nicht ohne Grund hier. Und wenn ich diesen Grund halt missachte, dann erzeugt es Spannung. Ja, ist tatsächlich auch, resoniert voll mit mir. Ja. Weil, wie gesagt, ich hatte damals von außen gesehen einen guten Job, gutes Geld verdient, nicht viel arbeiten, auch viel unterwegs, und trotzdem bin ich krank geworden. Mhm. Und meiner Meinung nach kommt jede Krankheit dann doch irgendwo von innen. Dass da ist irgendwas, ist da nicht so, wie es sein soll. Nicht im Balance. Wir sind nicht, unser Körper ist so intelligent, der ist nicht fürs Krankmachen gedacht, sondern der zeigt uns nur über die Krankheiten, dass da was nicht stimmt, wo wir halt hinschauen dürfen. Das ist... Ja. Ich hab
bisschen anderes Thema. Ich habe vor kurzem einen sehr schönen Spruch gehört, der mir noch in den Sinn kam. Unsere Talente sind ein Geschenk von Gott. Und wenn wir unsere Geschenke leben, ist es ein Geschenk an Gott oder ans Universum. Wenn das Wort Gott jetzt irgendwie negativ versetzt ist. Aber ich finde es sehr schön. Also jetzt hat bei mir so richtig was ausgelöst, weil so, wir alle haben Talente in uns. Ja. Alle. Jeder Mensch hat irgendwo Talente versteckt. Und die haben wir halt nicht ohne Grund. Ja? Und wenn wir die anfangen... Die gilt es in die Welt zu schaffen, gefühlt. Genau, Das die ist, gilt es in die Welt zu bringen. Und das glaube ich, das ist sehr eng verknüpft auch mit unserer Bestimmung. So. Also so als Tipp einfach, wenn wir waren jetzt zum Schluss, was war die letzte Frage, ein erfülltes Leben. Wenn ich ein erfülltes Leben führen will und mich da auf den Weg mache, dann ist es unheimlich wichtig, einfach mal zu gucken, was sind meine Talente. Als ersten Schritt. Ja. So, und die mehr so auch in die Welt zu bringen, die zu nutzen, wenn es nur aus Spaß, aus Hobby ist, die einfach irgendwie in die Welt zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein guter Start auch. Ja. Es ist tatsächlich, jemand hat mal zu mir gesagt, dass es auch die Verantwortung ist, und dass es egoistisch ist, deine Fähigkeiten und deine besonderen Talente nicht in die Welt zu bringen. Das ist egoistisch. Bring das in die Welt, weil da geht es für mich auch ganz viel um Inspiration. Andere zu inspirieren ist so einfach ein super schönes Ding, um Dinge in die Welt zu bringen. Weil ich kann dir noch mal tausendmal sagen, wie du ein richtiges Leben führen sollst, wie was richtig ist, wirst du eh nicht drauf hören. Aber wenn ich es dir zeige, dass das, was ich mache, wie ich mich dann entwickle, wie ich mich fühle und das im Außen wahrnehmen kannst, denkst du so, okay, ich gucke lieber mal, ich schaue nicht darauf, was mir andere sagen, sondern schaue mir mal an, Leute, die mich inspirieren, was machen die denn anders als ich? Das ist so Inspiration, weil das hat mir auch enorm geholfen, wirklich Menschen, da rede ich nicht von Vergleichen. Vergleichen ist das Gegenteil. Wenn ich mich mit meinem Außen vergleiche, dann wird das auf jeden Fall in Frustration und Trauer und auch wahrscheinlich in Ängste schüren, weil ich nicht denselben Weg gehen kann wie die Person. Das ist der persönliche Weg dieser Person, sondern ich kann mich inspirieren lassen und dann muss ich meinen eigenen Weg finden. Einen eigenen Weg in das Glück, in die Glückseligkeit, in die Fülle, um ein erfülltes Leben zu führen. Das ist so, schön, einen eigenen Weg zu finden. Absolut. Ja, cool. Ja. Ich glaube, wir können da wieder noch ein paar Stunden hier weitermachen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Es war mega schön, mich hier mit dir auszutauschen. Super bereichernd. Ich gehe jetzt echt mit Plus hier raus aus dem Gespräch und auch die letzten Tage. Danke dir nochmal sehr, sehr herzlich. Ich danke dir. Es war mir eine Freude, hier sein zu dürfen, wirklich. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht das letzte Mal. Nee, habe ich auch das Gefühl. Ja.